Ja, wir sprechen ja immer wieder auf dem Kanal über Möglichkeiten, eine zweite Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und ein neuer Player hier im Bereich CBI, also Citizenship by Investment, Zweitpass, ist Georgien. Georgien plant, seine Staatsbürgerschaft gegen ein Investment zu verkaufen. Und ein Regierungsvertreter, der hat genau das auf einer China-Reise bekannt gegeben. 250.000 Euro soll die Investmentsumme sein und erfahrungsgemäß kommt da ja immer noch Agent-Fees, Anwaltskosten, die Diligence-Fees und so weiter und so fort. Und es könnte insgesamt dann schon 320.000 bis 350.000 Euro werden, damit du deinen Georgien-Pass in der Hand hältst. Und man muss noch abwarten, wie die Bedingungen für Familienangehörige werden. Hier gibt es ja leider bei einigen Zweitpassanbietern strikte Einschränkungen. Manche akzeptieren nur verheiratete klassische Ehepaare. Kinder können manchmal nur bis 18 Jahren mitgenommen werden, aber auch nur, wenn sie finanziell noch abhängig von den Eltern sind. Und wer seine Eltern mitnehmen will, hat es auch nicht leicht in manchen Ländern. Georgien ist unserer Einschätzung nach ein guter Pass, aber man muss noch abwarten, wie die Details ausfallen. Bei vielen Ländern dauert es ja mehr als 12 Monate von der Ankündigung bis zur Umsetzung des Antragsprozesses, ganz geschweige denn, wie momentan die Wartezeiten bei einigen Karibikinseln beispielsweise sind, bis du deinen Pass in der Hand hast. Also die Solomon-Inseln, die haben ja vor einem Jahr gesagt, sie wollen auch ihre Staatsbürgerschaft auf den Markt bringen, sozusagen den Zweitpass gegen Investment. Bisher scheint alles ins Stocken geraten zu sein. Wir müssen abwarten, wie es bei Georgien wird. Die besten zwei Pässe übrigens, die am großzügigsten sind, was betrifft jetzt Familienangehörige mit zu implementieren, das ist Nauru und Vanuatu und neuerdings auch Sierra Leone. Also da kann man einfach eine Petition schreiben, wenn jetzt die Kinder schon älter sind oder die Eltern noch jünger sind, wenn sie nicht ins Raster fallen. Und wir bekommen häufig eine private Sonderfallregelung für deine Familie. Und wenn du deinen Fall mal durchrechnen lassen willst, so bei verschiedenen Pässen, was für dich der schnellste Pass, der günstigste Pass ist, kannst du uns gern kontaktieren. Schickst uns deine Familienaufstellung, Vorname, Geburtsdatum zum Beispiel reicht, Komma, wie ist die Familienbeziehung dann? Und dann bekommst du von uns mal die zwei günstigsten Pässe für deine Familie und gerne auch noch ein Beratungsgespräch dazu. Viele sind jetzt begeistert, dass es auch den Georgien-Pass möglicherweise geben könnte. Georgien, keine Steuern auf Auslandseinkommen. Georgien selbst ist ein gut entwickeltes Land, in dem man sich sogar wohlfühlen kann, wenn man da leben müsste, also auswandern müsste, strategisch nicht schlecht gelegen an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien. Eine wachsende Wirtschaft, Kultur, gute Weine. Ich selbst habe mehrere gute Freunde, die dahin ausgewandert sind und schon viele Jahre da leben. Städte wie Tbilisi, Batumi, Kazbegi. Also das begeistert viele und wie gesagt, Weine, Essen, Landschaft, Kultur, also Theater, Oper. Wer sowas möchte, da ist Georgien nicht schlecht. Wobei wir ja immer wieder darauf hinweisen, das Land, dessen Zweitpass du erhältst, muss nicht dein künftiger Lebensmittelpunkt sein. Ein Zweitpass ist ja für viele ein Freiheitsdokument, das dir also mehr Reisefreiheit ermöglichen soll, also das Ausreisen, aber natürlich auch möglicherweise die Einreise in weitere Länder. Georgien ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit, obwohl ich ja generell einen Festlandpass, immer einen Pass von einer Insel vorziehen würde. Die Gründe erläutere ich dir gerne im Beratungsgespräch. Jedenfalls haben wir viele Nachfragen unserer Mandanten und wir planen ja gerade eine Reise nach Georgien. Du kannst dich gleich jetzt bewerben, wenn du möchtest, mitzukommen. Ende Mai werden wir uns dort mit dem Inhaber unserer Partnerkanzlei treffen und wer will, kann dann dort direkt eine Firma gründen, Visa beantragen, Bankkonten eröffnen und vielleicht wissen wir sogar schon mehr Details über das Zweitpassprogramm von Georgien. Ja, was ist eigentlich jetzt schon bekannt zum Programm über den Georgien-Zweitpass? Und vielleicht auch, was könnte dagegen sprechen? Das sind ja auch noch Punkte, also gibt es irgendwelche Red Flags, irgendwelche Warnsignale, doch lieber Abstand von diesem neuen Programm zu haben. Also einige Punkte des Programms sind bedenklich aus meiner persönlichen Sicht jetzt, sodass ich mir sogar vorstellen könnte, dass es final gar nicht dazu kommt, dass der Pass gegen Investment beantragt werden kann oder das Programm sogar schnell wieder eingestellt wird. Grundlage ist ja in Georgien Artikel 17.2 des georgischen Staatsangehörigkeitsrechts und fast identisch zum serbischen Staatsangehörigkeitsgesetz erlaubt eben dieses Gesetz in Georgien dem Präsidenten, irgendjemanden aus einem beliebigen Land, der entweder a. einen bedeutenden Beitrag für das Land geleistet hat oder b. eine wichtige Rolle für die Interessen des Landes spielt, direkt einzuwirken. Und zwar egal,
ob und überhaupt, wie lange diese Person jemals in Georgien gelebt hat oder plant, sich dort aufzuhalten. Georgien hat ja bereits eine Regelung übrigens für vermögende Personen, die mindestens ein Vermögen von 1,2 Millionen US-Dollar nachweisen können und ca. 500 US-Dollar davon in Kombination aus Immobilien und Guthaben auf Bankkonten oder Kryptobörsen in das Land verschieben. Also alle Informationen dazu auf unserer Webseite planbprojekt.com oder auch gerne im Beratungsgespräch. Also wer das tut, bekommt eben jetzt eine Bestätigung, seinen steuerlichen Wohnsitz in Georgien zu haben, auch wenn er nicht einen einzigen Tag in Georgien wohnt. Aber es ist eben kein Pass. Also du kannst jetzt schon den steuerlichen Wohnsitz relativ einfach, eigentlich ohne Geld zu bezahlen, in Georgien bekommen. Du musst einen Teil deines Vermögens dahin bewegen, verschieben, aber eben noch kein Pass. Und das könnte für viele jetzt möglicherweise noch viel interessanter sein, nicht nur den steuerlichen Wohnsitz, auch den Pass zu haben. Nochmal zurück zum Pass und hier noch weitere, aus meiner Sicht, negative Punkte vielleicht zu diesem neuen Programm. Der Dienstleister, der das Programm entwickelt und anbieten soll, heißt Georgia Grow Fund. Und die haben ein Memorandum mit dem Wirtschaftsminister unterzeichnet. Da sind einige Punkte eben bekannt. Ein Detail aus diesem Programm, das wir wie viele übrigens andere sehr kritisch sehen, ist, dass es nur eine einzige Agentur geben soll, die dieses Programm dann anbieten dürfen. Fast Profit Corporation Limited, eine Company in Hongkong. Und im Memorandum steht noch ein Punkt, nämlich dass Bürger aus Taiwan nicht die Georgian Citizenship beantragen dürfen. Das sieht eben aus wie ein Special Deal für China. Vielleicht natürlich auch eine generelle Hinbewegung von Georgien zu den BRICS-Staaten, was natürlich ein bisschen konträr zu angeblichen Ambitionen steht, auch eine EU-Mitgliedschaft anzustreben. Also es ist irgendwie kaum denkbar, dass Georgien sowohl in die BRICS-Staaten als auch in die Europäische Union aufgenommen wird. Also aus meiner Sicht könnte das sehr kritisch für das ganze Programm werden. Nur ein Agent, China politikfreundlich, das bietet auch Potenzial für Korruption und Missbrauch im Passportprogramm. Ähnlich lief das ja in Zypern schief. Und heute noch werden jedes Jahr Pässe annulliert, die Zypern damals ausgestellt hat, weil da einiges an Korruption im Hintergrund gelaufen ist. Das Risiko ist also, dass der georgische Pass zum Beispiel dann den Schengen-Zugang verliert und damit gleichzeitig auch das Risiko, dass es gar nicht erst zum Programm kommt, weil wenn jetzt Georgien merkt, also wir fangen jetzt an Chinesen, an Iraner, an vielleicht Nordkoreaner unseren Pass zu verkaufen gegen Investment, daraufhin verlieren alle Georgier den Schengen-Zugang. Das könnte ganz schnell dazu führen, dass das Programm wieder zurückgenommen wird, wobei natürlich dann niemand seinen Pass verlieren würde, der bis dahin den Georgien-Pass hat. Aber die Frage ist, solltest du jetzt warten und sagen, ich warte mal, bis ich den Georgien-Pass beantragen kann, oder sollst du lieber jetzt dann noch eben einen Pass in Vanuatu, in Nauru, den Karibikinseln oder Sierra Leone beantragen? Und einige dieser Pässe hast du eben schon in 2 Monaten in der Hand. Das ist nämlich noch ein weiter wichtiger Faktor, nämlich die Zeit. Also wenn dir Zeit wichtig ist, also sehr, sehr schnell jetzt deinen Plan B umzusetzen in Verbindung mit einem guten Pass, gibt es eben viele attraktivere Programme, preiswertere Programme, schnellere Programme als auf den Georgien-Pass zu warten. Welche Dokumente brauchst du für den Pass in Georgien? Die Geburtsurkunde, eine Heiratsurkunde, ein Strafregisterauszug. Übrigens haben wir 2 andere Pässe, wo man keinen Strafregisterauszug beibringen muss. Du brauchst Fotokopien aller Seiten deines aktuellen Passes, eine Vollmacht für den Anwalt vor Ort und eben die ausgefüllten Antragsformulare. Keine Extras wie bei einigen Karibikinseln, die noch für jede Gesellschaft, an der du beteiligt bist, vielleicht einen Jahresabschluss sehen will, und auch keine medizinische Untersuchung. Erstmal nicht schlecht, allerdings weiteres Warnsignal aus meiner Sicht, nämlich No Proof of Funds. Das heißt, Georgien hat momentan nicht vorgesehen, dass du den Herkunftsnachweis deiner finanziellen Mittel, mit dem du die Investition dann betätigst, dokumentieren musst. Und hier ist eben wieder ein Risiko für den Verlust des Schengen-Zugangs verborgen. Also Inseln, die ähnlich jetzt wie Georgien das plant, dort relativ zurückhaltend sind, also sagen, uns interessiert nicht, wo die Leute herkommen, die jetzt bei uns den Pass beantragen und wo die ihr Geld herhaben. Die haben in der Regel eben ihren Schengen-Zugang eingebüßt oder riskieren
es den einzubüßen, haben dann relativ schnell nachher ihre Anforderungen auch wieder nach oben gesetzt. Das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man hier überlegt, also ist das für mich wichtig? Also der Zugang, den der georgische Pass momentan anbietet, also 114 bis 125 Länder ohne Visum, beinhaltet eben Schengen. Wenn er jetzt alle Schengen-Länder verliert, ist es kein guter Pass mehr. Und das musst du halt bedenken. Also würdest du 250.000 Euro investieren in ein Programm, was dann nachher eigentlich schlechter ist oder genauso schlecht gut ist wie andere kleine Inseln wie jetzt Nauru oder Vanuatu. Also überleg dir das gut und wenn du da noch Fragen dazu hast, dann gern alles im Detail, entweder auf unserer Webseite oder im Beratungsgespräch. Wie gesagt, Vanuatu, so warnendes Beispiel, hat ja den Schengen-Zugang schon verloren und bei den Karibikinseln, kann ich sagen, wackelt momentan der Schengen-Zugang wirklich. Es kann also sehr, sehr schnell sein, die Europäische Kommission spricht darüber zurzeit, im Parlament wird diskutiert, den Karibikstaaten eigentlich den Schengen-Zugang wieder abzuerkennen. Es gibt jetzt schon erste Gerüchte, dass möglicherweise die Karibikinseln nochmal die Preise anheben werden oder in irgendeiner Art und Weise den Zugang erschweren, die Bearbeitungszeiten noch mehr verlängern, noch höhere Anforderungen stellen und so weiter und so fort. Also das sind alles Punkte, die musst du natürlich berücksichtigen. Wie gesagt, dass Georgien allen Nationalitäten außer Taiwan erlaubt, den Pass zu beantragen, könnte auch ein Problem haben. Wir haben ja einige Inseln, die ganz konkret sagen, keine Russen, keine Iraner, keine Nordkoreaner oder auch andere Länder, die dürfen bei uns keinen Pass beantragen. Und das ist auch wichtig für die Europäische Union, dass nämlich Bürger, die niemals oder nur sehr, sehr erschwerend in der Europäischen Union ein Visum beantragen könnten, dass die sich über den Trick eines sehr schnell mit ein paar hunderttausend $100.000 kaufbaren Passes dann einfach doch in die Europäische Union einreisen dürfen. Du weißt ja vielleicht schon, dass man gerade bei den Karibikinseln, übrigens auch bei Sierra Leone, in Verbindung mit der Annahme dieser zweiten Staatsbürgerschaft auch seinen Namen ändern kann. Das heißt, stellen wir uns mal vor, es gibt Chinesen, Nordkoreaner oder Iraner oder andere Menschen, die aus irgendwelchen Gründen eben Persona non grata sind in der Europäischen Union, dass die jetzt einfach einen Pass auf einer Karibikinsel kaufen können oder auch in Sierra Leone und sich dann ihren Namen ändern. Und du kannst das natürlich auch machen. Die Frage ist immer der Motivation der Namensänderung. Also zum Beispiel eine Namensänderung, um den Namen anzugleichen. Also jemand heißt, so wie ich jetzt Stefan und ich könnte mich jetzt Steven nennen. Oder mein Großvater ist in die USA ausgewandert und der hieß Jaroslav, kam aus Prag und in seinem Pass in den USA stand Jerry, weil da niemand Jaroslav aussprechen konnte. Also sowas macht ja durchaus Sinn, diese Namensänderung, aber manche stellen sich eben auch vor, dann in Verbindung damit sich eine komplett neue Identität zuzulegen und die Europäische Union weiß das und möchte eben nicht, dass Personen, die nicht erwünscht sind, über diesen Zugang zu einer zweiten Staatsbürgerschaft dann einwandern können. Also einfach nur wollte ich dir erklären, warum bei den Karibikstaaten möglicherweise der Schengen-Zugang sowieso wackelt. Deswegen auch vielleicht nochmal interessant für dich, mal drüber zu sprechen. Vielleicht wirst du auch mein E-Book dazu abonnieren bzw. bestellen auf der Seite planbprojekt.com. Wenn du auf Beratung klickst, kannst du nicht nur ein Beratungsgespräch kostenpflichtig bestellen. Ganz unten gibt es auch ein Kontaktformular, wo du so eine kostenfreie Potenzialanalyse machen kannst. Da kannst du gerne einfach reinschreiben, E-Book bitte zusenden. Dann schicke ich dir das zu und dort erkläre ich dann mal, wie man eigentlich auch aus dem schlechten Pass einen guten Pass machen kann. Also nehmen wir mal an, du nimmst den Pass von Nauru, von Vanuatu, einen von Sierra Leone, einen der preiswertesten, schnellsten Pässe. So, wie kann man aus dem Pass eigentlich einen guten Pass machen, sogar einen Pass, in dem du unbefristet im Schengen-Raum dich aufhalten kannst. Das sind durchaus interessante Dinge, die man bedenken kann, wenn du jetzt auf der Suche nach einem guten Zweitpass bist. Übrigens auch für Personen, die sagen, ich möchte gerne mit meinem Pass wirklich die absolute Flexibilität und Freiheit haben oder vielleicht ich möchte, dass mein Sohn den Wehrdienst wirklich wirkungsvoll umgehen und vermeiden kann. Das allerdings nur im Beratungsgespräch, dann nicht im E-Book und auf der Webseite auch gern mal an, über das Thema Diplomatenpass zu sprechen, weil der natürlich, sagen wir, das Juwel ist unter den Zweitpässen und Anonymität bietet. Das heißt,
auch im Prinzip einen Schutz der Privatsphäre bietet. Das heißt, niemals kann dein Telefon, dein Notebook beschlagnahmt werden. Du kannst überall einreisen, du bezahlst in keinem Land der Welt Steuern. Also sehr, sehr interessanter Punkt, auch mal darüber zu sprechen. Ja, wenn du keine News mehr verpassen willst, melde dich gern zu unserem Newsletter an. Auf jeder unserer Webseiten findest du ja nach ein paar Sekunden dann das Fenster Newsletter beantragen. Schreib in die kostenlose Potenzialanalyse auf meiner Beratungsseite Plan B Projekt gerne vielleicht nochmal eine dringende Frage, wo du sagst, dafür lohnt sich jetzt nicht eine Stunde Beratungsgespräch zu buchen. Ja, ich würde mich sehr freuen, dann wie gesagt über mehr Details mit dir mal im persönlichen Gespräch mich auszutauschen, dich kennenzulernen und über viele andere Randthemen noch zu sprechen. Also zum Beispiel, wie ist das mit dem Pass? Kann ich dann damit in anderen Ländern Konten eröffnen? Wie ist das wirklich mit der Namensänderung in dem Pass? Es gibt so viele Randthemen noch um zweite Staatsbürgerschaften. Zum Beispiel auch das Thema, ist es wirklich vernünftig, in seinem Plan B-Konzept drüber nachzudenken, seinen deutschen Pass zurückzugeben. Also wir raten meistens davon ab und sagen, es gibt viele interessantere Möglichkeiten, sich mit dem Zweitpass zu schützen und Freiheit im Prinzip zu gestalten, ohne dass man die deutsche Staatsbürgerschaft zurückgeben muss. Viele denken, das ist ein absolutes Muss, um eine Besteuerung durch Staatsbürgerschaft künftig vielleicht zu umgehen oder eine Wehrpflicht zu umgehen. Aber lass uns darüber gerne nochmal im Detail sprechen. Danke, dass du zugehört hast heute. Es ist ein spannendes Thema, immer wieder zu zweit bist. Es kommen noch 1, 2 weitere Videos jetzt in den nächsten 1, 2 Wochen zum Thema. Auch werde ich nochmal über das Thema Sierra Leone Pass sprechen. Auch eine Reise übrigens. Wir reisen ja jetzt bald nach Sierra Leone. Wenn du willst, kannst du dich da bewerben. Gucken uns mal dieses Land an. Es gibt viele interessante afrikanische Länder. Mit dem Sierra Leone Pass übrigens, wissen viele nicht, kann man ähnlich wie im Schengen-Raum in 12 Ländern wohnen, unter anderem Kap Verde, eines der sichersten Länder der Welt, oder auch Gambia, Senegal, wie auch immer. Also mitunter sind Pässe, Zweitpässe, die auf den ersten Blick gar nicht so interessant aussehen, in Wirklichkeit viel, viel interessanter. Genauso könnte auch ein Vanuatu-Pass eben mit dem Golden Visa für den Schengen-Bereich ein sehr, sehr interessanter Pass sein. Also Gestaltungsmöglichkeiten, wie gesagt, so ein richtiges Plan B-Konzept umzusetzen, zu konzipieren für die Familie, das ist ein Thema, da kann man nicht nur ein Video sehen, 2, 3 Videos sehen oder 100 Webseiten lesen. Da muss man einfach mal miteinander drüber sprechen. Also, bleib fröhlich, informier dich weiter. Auf unserer Website findest du viele Videos auf unserem Kanal. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.